Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Hier spricht Brita Dahlberg vom Frankfurter Ring und ihr seid wieder bei magischen Momenten mit bemerkenswerten Menschen. Unser heutiger Gast, ganz wunderbar, ist Mikel Lizarralde, schon häufig zu Gast und jetzt wieder auch in diesem Jahr beim Frankfurter Ring für einige Tage zu Gast. Und Mikel habt ihr vielleicht schon mal gesehen vorher oder sogar persönlich erlebt. Es gibt immer wieder neue Themen und heute wollen wir euch ein bisschen Spezialthemen auch vorstellen. Ihr wisst vielleicht noch, Mikel ist ein herausragender Botschafter der Nachrichten aus der geistigen Welt und verfügt über diese Gabe seit seiner Kindheit. In Spanien, sagt man, ist er die Nummer 1 der Medien und ist nicht nur in Kontakt mit der geistigen Welt und mit Verstorbenen, man kann mit ihm auch ganz andere Art von medialen Botschaften bekommen. Wir werden nachher noch darauf zu sprechen kommen. Zunächst mal herzlich willkommen. Ich begrüße herzlich Mikel Lizarralde from Spain and his translator, Christiane. Hi. Hola! Hi! Hola, hola, ¿qué tal? Great to be here. I love being with the Frankfurter Ring and I can't wait to be back in Frankfurt. Ich liebe es, zum Frankfurter Ring zu kommen und ich kann es kaum abwarten, wieder zu euch zu kommen. Yeah. I understand that you speak more and more German. Ich habe schon gehört, dass du mehr und mehr Deutsch sprichst mittlerweile. A few words. For example? For example, I love the word aso. Of course, nächste Estazione. And auf Wiedersehen and typical things like that. But I'm getting there. Liebe Brita. Okay, so today jetzt muss ich mal Deutsch reden. Heute wollen wir mit dir über das Thema Trance sprechen, Trance-Medialität. Was kann man darunter verstehen? Erstmal begrifflich. Was versteht Mikel darunter? So today we want to talk about trance and trance mediumship. But first of all, let us know a little bit more about what is trance. What do you mean when you say trance and trance mediumship? Okay, yeah, that's a very good question, actually. There's a lot of very different types of trance. Das ist eine echt gute Frage, weil es viele verschiedene Arten von Trance gibt. There's light trance. Es gibt eine leichte Trance. Yeah. Hypnotic trance. Hypnotische Trance. I'm sure that some of you, for instance, might have heard about Edgar Cayce. Und manche von euch, oder ich bin sicher, einige haben schon von Edgar Cayce gehört. And that's what he did. He went into deep trance and he would know certain things. Das ist, was er getan hat. Er ist in tiefe Trance gegangen und dort wusste er einfach bestimmte Dinge. He would get the information he needed to heal something or fix a situation. Er hat dann Informationen bekommen, wie etwas zu heilen ist oder eine Situation zu lösen ist. He was the one who actually invented the term Akashic Records. Er ist auch derjenige, der diesen Begriff Akasha-Chronik oder Records erfunden hat. So when we do trance, there's different stages. Wenn wir also Trance machen, gibt es da verschiedene Stadien davon. We can be in a light trance. Wir können in einer leichten Trance sein, where you see everything that is going on around you. Wo du noch alles wahrnimmst, was um dich herum passiert. And you are aware of everything and everyone that is around you, but at the same time, you're kind of out of your body. Und während du alle um dich herum auch noch wahrnimmst, bist du gleichzeitig aber auch auf eine Art und Weise aus dem Körper draußen. But you control the situation. You're always in control. Aber du kannst noch alles kontrollieren, was dich betrifft. There's a second stage, what we call deep trance. Dann gibt es eine zweite Phase, die wir tiefe Trance nennen. Yeah, where you go
wo du dann ganz aus dem Körper rausgehst. Where you go out of your body and you see just everything that is happening like from the above, from on top of you. Und dort von außerhalb deines Körpers siehst du alles von oben oder als ob du da drüber schwebst. Yeah, and you witness everything. You become the witness of the experience rather than living the experience in a first person kind of view. Und du wirst eher zum Beobachter des Geschehens, als dass du selbst das erlebst. But you're also aware of what is going on, what's happening around you. Aber auch da bist du dir immer noch allen gewahr, was um dich herum passiert. And you can break out of that state at any time. Und du kannst aus diesem Zustand auch jederzeit wieder rausgehen. It's as if you left your body, you moved like 1 meter, 1.5 meters out of your body, and you place yourself above. Und das ist das, wenn du aus deinem Körper rausgehst und ungefähr 1 Meter über deinem Kopf gehst und dich dann über dir selbst platzierst. And you see everything that is happening to your body and within the experience. It's a two-way stream. Und du siehst alles, was in deinem Körper passiert, aber auch alles drumherum. Also das ist so eine Zwei-Wege-Wahrnehmung. And when we do deep hypnotic trance, the same as Casey, und dann gibt es diese ganz tiefe hypnotische Trance, das, was auch Edgar Cayce gemacht hatte. You usually need someone that will help you go into the trance and help you leave yourself out of the trance. Da braucht es normalerweise jemanden, der dir hilft, ganz tief in diese Trance hineinzukommen und der dich dann auch wieder daraus rausführt. You leave your body and you allow a spirit to move into your body and to use your chords, your voice, your eyes. Und du verlässt sozusagen deinen Körper und erlaubst der geistigen Welt, deinen Körper zu übernehmen und deine Stimmbänder zu benutzen und deine Augen oder sogar auch dein Gesicht und Bewegungen. And it's recommended that somebody will guide you in and out of the trance. Und natürlich ist es empfehlenswert, dass jemand dich hinein und wieder hinausführt aus der Trance. We're not going to be doing that. I don't usually have students do that. Das ist aber nicht, was wir machen, oder zumindest mache ich das normalerweise nicht mit Studenten. Because I consider that it's for people who are really experts and have a lot of expertise in the matter. Denn das halte ich eher für eine Sache für Leute, die schon da viel Erfahrung haben und da eher Experten sind. And I'd rather have us focus on the first very two stages, the light and the deep, the light and the deep. Und ich mag es lieber, wenn wir uns nur auf die ersten 2 Phasen konzentrieren, die leichte und die tiefere Phase. And truly trance is something that everyone can get to. It's something that everyone can do. It's not something that is only for the chosen ones. Und es ist auch wirklich so, dass das was ist, was jeder Mensch lernen und machen kann und nicht irgendwie für so ein paar Besondere. And it's part of mediumship and it's considered part of what we call a spirit phenomena, of course. Und natürlich ist Teil der Medialität und auch Teil dessen, was man spirituelle Phänomene nennt. And also the gift of spirit. The gift of spirit? The gift of spirit, yeah. Und auch eine Gabe der geistigen Welt. So even in the Bible, in the Corinthians, it's spoken about how someone can leave the body and the spirit can come through and speak through our body. Und selbst in der Bibel bei den Korinthern wird davon erzählt, wie Menschen den Körper verlassen und die geistige Welt durchkommt und durch diesen Körper dann spricht. So it's something that is natural to the human being. Also es ist etwas, was ganz natürlich ist für den Menschen. All the great masters, the avatars, the indigenous people, everyone, they have someone. They have the chief, or they have someone who does that and brings knowledge from the other realm into this realm. Und all die großen Meister, die Avatare, aber auch die
Naturvölker, die haben so jemand, ihr Schamane oder das Stammesoberhaupt, der so etwas kann und der die geistige Welt hindurchbringt und aus dieser anderen Dimension etwas hier in diese Welt herbringt. And this is really our goal and our mission, to be able to achieve that, to be able to leave our body and connect with different, let's call intelligence people on the other side. Und das ist ja auch ein Ziel, das wir haben, dass wir in der Lage sind, uns selbst und unseren Körper zu verlassen und die geistige Welt durchzubringen und eine Botschaft oder eine Nachricht, etwas von dieser anderen Dimension hierher zu bringen. And yes, it's part of mediumship. Und ja, das ist Teil von Medialität. But it shouldn't be only, our purpose shouldn't be only to do mediumship, because trance can be useful for many, many, many other things. That should not be our main and only goal. Aber es ist nicht beschränkt nur auf Medialität, denn Trance kann man für alle möglichen verschiedenen Dinge nutzen. So don't be afraid, it's something natural and that human beings always had since forever. And through training, through practice, we can all get there. We can all do that. Also es ist nicht so, wo man Angst haben braucht. Wir Menschen können das alle machen und Menschen haben das auch seit Jahrtausenden schon gemacht. Und wir können alle diese Erfahrung machen und das lernen. Ja, vielen Dank. Kann man sich das dann so vorstellen, wenn man zu dir in den Unterricht kommt, dass jeder die Chance kriegt, das mal auszuprobieren, der das möchte? Geht das in dieser Form, dass man von dir eine Anleitung bekommt, wie man in diesen Zustand kommt? Macht das die Gruppe gemeinsam oder macht das jeder einzeln? Wie können wir uns das vorstellen, wie das angeleitet wird? And how would I imagine, or how can people imagine how this is happening in a workshop that you give? Can people really have that kind of experience when you are teaching and guiding this? Is this something that's happening individually or in the group? How is this possible? Well, that's really interesting. Yes, for sure. Everybody can experience that and everyone can get to that. That it's so simple that we make it complicated, but it's really not that complicated. Ja, natürlich. Jeder kann diese Erfahrung machen und das erleben. Wir machen das auch, leiten das auch ganz einfach an, machen das ganz einfach. Es ist wirklich nicht kompliziert. First of all, we need to remember that we're at a safe spot, we're at a safe place. Erstens mal sind wir da auch in einem sicheren Rahmen. We create a safe atmosphere and we create a circle where we share our experiences and we share different exercises and meditations before actually going into doing trance. Und wir haben einen Zirkel, einen Kreis, in dem wir sitzen und verschiedene Übungen machen und uns austauschen über das, was wir da erleben, bevor wir dann in die eigentliche Trance gehen. So we are able kind of to put everyone at the same level, energy-wise, brain waves, emotional-wise. We are able to bring the group to kind of the same kind of stage. Und dadurch sind wir auch in der Lage, die Gruppe harmonisch in einen gleichen Zustand zu bekommen, sowohl was die Energie betrifft, als auch die Gehirnwellen, als auch den emotionalen Zustand, dass wir da alle gleich schwingen. And we do several practices, and once we achieve that same common ground, und dann machen wir verschiedene Übungen, wenn wir dann diese Gleichmäßigkeit erreicht haben. We all go as a group into a meditation. Dann gehen wir alle als Gruppe zusammen in eine Meditation. I say my prayer and I say my mantras. Ich sage noch mein Gebet und meine Mantren. I call upon the spirit realm. Und rufe die geistige Welt an. And I ask Spirit to guide us, and we start as a group going into a trance. Und ich bitte auch, dass die geistige Welt mich anleitet und wir beginnen dann als Gruppe in diese Trance zu gehen. I want to make one thing clear. Eines möchte ich noch deutlich machen. I don't want people just to think that they're going to be sitting there for hours and hours with their eyes shut and trying to receive something.
Es ist nicht so, dass Leute dort stundenlang da sitzen oder sogar liegen würden mit geschlossenen Augen. Das ist nicht der Fall. Yes, it's serious. Sorry. Yes, it's a very serious job. It's very Also es ist serious. schon eine ernsthafte Sache, die wir da machen. But it should also be fun. Aber natürlich soll es auch Spaß machen. So we start little by little in trying to push away all discomforts and trying to bring a certain assertiveness and comfort to everybody. Also wir gehen das in kleinen Schrittchen an und werden alles, was unangenehm ist, da auch beiseite legen können und das so machen, dass jeder sich damit wohlfühlt und sicher fühlt. Little by little sharing our experiences. Und jeweils auch im Laufe der Zeit unsere Erfahrungen immer miteinander austauschen. And this way we are able to bring the group even closer. It becomes really like a family. Und so wird auch die Gruppe immer näher zusammenkommen. Es ist wirklich wie eine Familie dann. Yeah. And then we really do the exercise once more, and everyone usually achieves to get out of the body and to bring in a spirit to the deep or light trance. Und dann machen wir die Übung noch einmal und es gelingt eigentlich fast allen immer, dass sie dann aus dem Körper gehen können, in diese Trance kommen, ein geistiges Wesen oder Spirit durchkommen kann in diesem Zustand. There's really no right or wrong. So whatever you gain, whatever you get, whatever you do, it's okay. And the group will help you go further. Und da gibt es auch kein richtig oder falsch dabei. Was auch immer deine persönliche Erfahrung ist, ist dann völlig in Ordnung oder richtig. Und die Gruppe hilft ja auch dabei, dass man da weitergehen kann, als man das alleine könnte. Okay, jetzt lerne ich also diese Qualität. Wie geht es weiter für mich nach dem Workshop sozusagen? Ich lerne, in diesen Zustand zu kommen, verbinde mich mit der Spirit World. Ist das dann etwas, das ich als Tool verwenden kann, wenn ich im Alltag selber Antworten auf bestimmte Fragen suche? Lösungen für Probleme, die ich im Alltag habe. Ist das etwas, was ich für mich im Alltag sozusagen weiterhin dann fortsetzen kann? Oder ist das jetzt nur was für Leute, die sich als Medium ausbilden lassen wollen? So once I learn this tool, this technique, the trance with you, how does that continue in my daily life? Is that something that we can use to get answers when we need answers or solutions for things in our life? Or is it really just for people that want to continue becoming a medium? No. That's very important. We don't only do this to become a medium. Das ist ganz wichtig. Wir machen das nicht nur, um ein Medium zu werden. No, this is something grand. This is something really major. Es ist etwas Großartiges, etwas Großes. And this is to do a lot to do with becoming aware of who you really are and what your true potentials are, what your true potential is. Und es hat damit zu tun, dass du dadurch dir mehr dessen bewusst wirst, wer du wirklich bist und was dein wahres Potenzial ist. Of course, we can tap into spirit and bring some information down. Natürlich können wir mit der geistigen Welt diesen Kontakt herstellen und Informationen hierher bringen. And never ever even consider becoming a medium and never ever do this place ever again. Ohne dass man deshalb Medium werden wollen müsste oder das dann immer wieder tun wollte. And you can do trance and to meet your guides, your angels, your avatars, your archangels, and go home and never do it again. Und du kannst auch Trance einsetzen, um mit deinen Engeln in Kontakt zu kommen, mit deinem Geistführer, mit Erzengeln, mit Avatars und dann nach Hause gehen und das nie wieder benutzen. But if you go home and you keep on practicing, you know, the trick is practice and perfection comes through practice. Aber wenn du nach Hause gehst, gehst und das weiter übst und
der Punkt ist ja das Üben dann natürlich wird das zu einer Praxis. You will be able to incorporate it into your daily life. Dann wirst du in der Lage sein, das in deinen Alltag zu integrieren. And same as Edgar Cayce, Und genauso wie Edgar Cayce, you will be able to use it for whatever you do in life. wirst du in der Lage sein, das für alles einzusetzen, wofür du es im Leben brauchen könntest. No matter if you're, I don't know, like a business person, or you own a shop, or you're a healer, or even if you're a medium. Ganz egal, ob du ein Geschäftsmann bist oder eine Ladenbesitzerin oder du möchtest heilen oder als Medium arbeiten. You will be able to receive inner guidance, and that guidance will help you get better results, get better answers, and be more guided in life, and live in a more whole way in your life. Du wirst in der Lage sein, für was immer du es brauchst, Antworten zu bekommen und dadurch ein besseres Leben zu führen und auch ein ganzheitlicheres, ein kompletteres Leben zu haben, mehr zu sein, wer du bist. Bessere Entscheidungen zu treffen. Genau. Ja, das wäre es doch. To have better decisions also for your life. All the time, all the time, all the time. Every decision, even if you have to do the groceries and you don't know which kind of milk you should take, or you have to make a big investment to buy a terrain or a house, going into trance will help you, first of all, be more calm, be more connected to your guides and ancestors, but also you will be able to foresee in a way not only the future, also the outcome of your own decisions, the outcome of your own steps. Ja, genau. Man kann das für alles einsetzen, bessere Entscheidungen zu treffen. Natürlich, das kannst du beim Einkaufen machen, um zu gucken, welche Milch für dich besser ist. Aber natürlich umso mehr, wenn du Investitionen tätigst im großen Stil oder ein Haus kaufen möchtest und du dich mit diesem Zustand in die Trance bewegen, also du kannst dich in die Trance bewegen und da dann zum Teil die Zukunft sehen oder auch die Ergebnisse sehen von dem, was du gerade angehst. Ja, vielen Dank. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn wir überhaupt über dieses ganze Gebiet der Medialität sprechen und ihre Anwendungsbereiche. Mikel, du hast ja selber eine große Gabe in diesem Bereich. Höhepunkte sind immer diese Messages, dieser Spirit Circle, wo du die Messages den Menschen gibst. Was passiert da bei dir? Neulich hat mir einer der Teilnehmer gesagt, es ist unglaublich, alles, was dort passiert in diesen Gruppen, habe ich hinterher gemerkt, die Geschichten, die Wahrnehmungen, die Mikel hat, die sind wahr. Da gibt es fast nichts, was nicht stimmt. Wie geht's dir damit, ja, wenn also du Menschen so konkrete Ratschläge für ihr Leben gibst, die sind ja zum Teil sehr ungewöhnlich. Wie gehst du selber damit um hinterher, wenn sie dann zu dir kommen und fragen, woher weißt du das? So it's amazing that you have this gift yourself. You're not only teaching the workshops, but you're doing the spirit circles and the demonstration and giving messages to people. And they're so very real. There's again and again people coming back to us, giving feedback, or maybe coming to you and saying, it's incredible how real that is, how real these experiences are. Everything you say is true. How do you deal with that, and how does that come through for you, or how do you deal with that kind of feedback? What was the last thing, sorry? How do these things come through you, and how do you deal with that feedback, how real it's all is? Well, I mean, I have to say that there's only one that knows everything, that has the answers to everything, and that is always right, and that is not me, that is the Almighty. Und das Erste, was ich dazu sagen möchte, dann gibt es einen oder eine, der immer weiß, was
richtig ist und die Antworten immer weiß. Aber das bin natürlich nicht ich, das ist da oben das Allmächtige. Yeah. I think it is for those of us who are in the spiritual field, it's compulsory and almost like a must that we remain humble and that we work on ourselves first. That's a very important job we have to do, work on ourselves. Und ich glaube, für alle, die in diesem spirituellen Bereich intensiv zugange sind, wissen alle, es ist ganz wichtig, zum einen bescheiden zu bleiben und zum anderen immer weiter an uns selbst zu arbeiten. Das ist das Wichtigste, erstmal uns selbst zu entwickeln. When you do have a gift like that, doesn't mean that you never have to work again. You have to keep on performing, improving, you know, like a pencil sharpener. You have to keep on fixing the ego and taming the ego and kind of developing your gift. And that is a lifelong lesson. It's not only something you do once in your life. Und dass man so eine Gabe hat, heißt ja nicht, dass man nichts mehr zu tun hat oder üben oder arbeiten müsste, sondern im Gegenteil. Es geht darum, ständig daran zu arbeiten und zu feilen, dass man seinen Stift auch spitz hält, den Bleistift immer schärft und spitzt und dass man das Ego zähmt und da immer weiter vorankommt. Und das ist nicht eine kurze Phase oder so, sondern das ist eine Aufgabe über das ganze Leben lang. The truth is that I never remember the messages after I deliver the message. So that's a relief. Und es ist auch so, dass ich oft oder eigentlich mich nie daran erinnern kann, was die Botschaften waren, wenn ich sie dann durchgegeben habe. When I'm doing my work, when I'm performing, wenn ich meine Arbeit mache und das abliefere, I open up to spirit. Öffne ich mich für die geistige Welt. I 100% trust in the spirit and trust what comes. Und 100% vertraue ich der geistigen Welt und dem, was da kommt. And I try to deliver it as pure as it comes, without any interference or very little interference. Und versuche das so rein wie möglich weiterzugeben, mit so wenig Zwischentönen wie möglich. And you ask that this might be for the best benefit, the highest benefit of the people, and that they do understand the message. Und natürlich bittet man darum, dass es zum höchsten Wohl der Menschen ist, die das empfangen. Und, sorry, I lost the last part. For the benefit? For the highest benefit of the people. Zum Besten der Menschen, ja. Das ist es, was wir auch immer wieder erleben, mit welcher fast Bescheidenheit und Demut Mikel diese Aufgabe auf sich nimmt und die Menschen begeistert, berührt und auch inspiriert, selbst in sich diese Qualitäten zu suchen und auszuformen. Und da bist du auch ein großer Lebenslehrer. And yeah, that is something that we experience over and over again, how you are not only giving the messages, but helping people to develop that in themselves and to form themselves and to always stay humble while being connected more and more. In that sense, you're also like a life teacher for me. Well, thank you. Yeah, I try to live by the example, and I'm not perfect. I have my mistake. I'm human. But I try to scrape them a little bit. Natürlich versuche ich mit gutem Beispiel voranzugehen. Auch ich bin nur ein Mensch und mache Fehler und habe vielleicht meine Macken, aber ich versuche die auch immer wieder. When I give my messages, spirit messages, I want people to understand that the spirit are not dead. Wenn ich Botschaften aus der geistigen Welt weitergebe, dann möchte ich immer, dass die Menschen verstehen, dass die Spirits nicht tot sind. And they're always wanting and willing to let us know that they're alive. And they want to give us their love. And they want to share how it is on the other side. So I try to put all that emotional bundle into words. It's not always easy, but I try. And once you tap into the spirit,
your life will be changed forever. Ja. Und sie wollen uns eben wissen lassen, dass sie lebendig sind und wie es in der geistigen Welt zugeht, wie wunderschön das dort ist. Und das versuche ich als emotionales Bündel auch immer mitzugeben mit den Botschaften. Ja, wir werden dich bald erleben, haben wir gesagt. Was wir auch schätzen, ist deine Offenheit, mit anderen Lehrern in diesem Gebiet und verwandten Gebieten zu kooperieren. Es gibt eine Zusammenarbeit mit deinem spanischen Kollegen Jesus Lopez. Und da haben wir das letzte Mal einen sehr spannenden Abend mit euch beiden erlebt, ganz unterschiedlich in den Energien, aber wunderbar als Gesamtkunstwerk, kann man fast sagen, spontan kreiert. Und wir freuen uns schon sehr, dass ihr das wiederholen werdet. Ja? Well, we always love having you and can't wait to have you. And one of the things we also appreciate about you is your openness to work and cooperate with other teachers. And we had already last year an evening that you did with Jesus Lopez. And that was a great success. And it was an amazing energy in the room and how you both put that together as a piece of art, we could say. And wow, thank you. Yeah, we both tried our best, you know. He's an amazing human being and an amazing person. And it's very easy to work with him, really. Ja, wir geben auch beide unser Bestes und er ist auch ein ganz besonderer Mensch, ein großartiger Mann und das macht es sehr leicht, mit ihm zusammenzuarbeiten. Of course, his beautiful wife, Andrea, is always there helping out. And all the Frankfurter Ring team that makes things even easier. Und natürlich ist seine wunderbare Frau Andrea dabei, die auch immer mit beiträgt und das ganze Team vom Frankfurter Ring, das macht natürlich das alles viel leichter. Even though we both understand the spirit the same way, we have a different approach to spirit. Ja. Und obwohl wir die geistige Welt gleich verstehen, haben wir einen ganz anderen Ansatz, wie wir damit arbeiten. And we're able to tap into the spirit world in a different way and to bring to the people the evidence, the information of how the spirit is alive, how the spirit is interacting with us, how we can learn to connect with them. And it's really, really, really a very astonishing night. I'm really looking forward to that. Und wir haben eine ganz andere Art, die geistige Welt daherzubringen und zu den Menschen zu bringen, dass sie es wirklich spüren, fühlen, sehen, Beweise wahrnehmen können von der geistigen Welt. Und ob das Botschaften sind oder die Energie, dass sie einen wirklichen Eindruck davon bekommen. Und es ist großartig, da mit ihm zusammenzuarbeiten. Und ich freue mich schon sehr auf den Abend. Mhm. Ja, wir auch. Das heißt, du bist jetzt in Kürze eine ganze Woche hier in Frankfurt und es wird im Sommer auch wieder eine Ausbildungszeit geben. Es gibt immer Level 1 und 2 und darauf aufbauende Weiterführungen der Grundlagenarbeit in Medialität. Da werden wir also noch mehr von dir ein andermal dazu hören. Aber erstmal hier ein herzliches Dankeschön an der Stelle. Well, you will be in Frankfurt very soon for an entire week, and then you'll be coming back in summer to start a whole round of another training. We'll talk about that another time, but for today, for now, thank you so much. Oh, thank you. Thank you. I can't wait to be in Frankfurt. I love being in Frankfurt and working with the German. That's really the top of the top, and I appreciate it. People are so loving and so giving. And it's a great, great, great team. I'm really looking forward to being there. So thank you very much. Big kiss to everyone in the video. Ich freue mich auch riesig, nach Frankfurt zu kommen. Ich liebe das, nach Frankfurt zu kommen. Die Leute sind so liebevoll und so offen und auch so gebend. Und es ist ein wunderbares Team und immer eine wunderbare Arbeit. Ich freue mich ganz riesig und sende schon jetzt Küsse und Grüße. So, muchos besos. Gracias. Dankeschön, danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns ganz zahlreich demnächst vor Ort. Bis dann, eure Brita.
Tschüss, tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank.